Ja, das ist der Michael. Grüß dich, Michael. Hallo. Ende Juni 2022. Du bist der Mann bei Aquasan Saarlouis, der zuständig ist unter anderem für solche Maschinen. Das sind automatische Rasenmäherroboter und das ist sogar einer der kleinsten, oder? Genau, es ist sogar der kleinste. Der kann bis 800 Quadratmeter. Das ist der RMI 422 von Stihl. So, hat der WLAN oder Bluetooth? Wie funktioniert das? Nein, es gibt noch andere Modelle. Ja, da haben wir bei dem PC zum Beispiel haben wir noch die Connected-Variante. Dort habe ich noch einen GPS-Diebstahlschutz und eine App-Funktion. So, der hat jetzt kein Häuschen, der steht unter einer Pflanze hier drunter. Sollte der ein Häuschen haben, oder? Nicht zwingend erforderlich, weil wie wir hier sehen, hat er einen Regensensor. Ja, also das heißt, er muss sogar nass werden, damit er den Regen erkennt und die Mulchfunktion von ihm nicht gestört ist. Mulchfunktion, das bedeutet, der hat ja keinen Grasaufangbehälter, sondern er lässt quasi alles, was er hat, auf dem Rasen liegen und das hilft dem Rasen, ne? Genau, dadurch wächst der Rasen besser. Ist im Prinzip eine Düngung. Ja. Er mäht halt kontinuierlich immer wieder und schneidet im Prinzip so nur die Spitzen des Rasenbildes ab. So, wenn du den mal kurz raushebst, der ist aus, der Alarm. Der ist jetzt aus. So, es gibt einen Alarm, gibt eine Diebstahlsperre. Das kann man sagen, wenn du den mal gerade umdrehst, dass wir das mal zeigen. Da ist ein kleines Mähmesser. Klär mich mal auf, wie funktioniert das? Ja, also hier haben wir einmal die Mitnehmerscheibe. Hier haben wir das 20 cm Mähmesser. Ja. Das ist nicht so ein winziges Messer, wie man das oft... Nein, also wir haben hier ein großes, richtiges Mähmesser. Ja, man sieht es ja von hier bis hier, das sind 20 cm. Ja. Hier bewegt er sich praktisch durch den Antrieb des Motors und wirft das Gras hier wieder raus. Hier wird es mehrfach zerkleinert und dann wird es hier rausgeworfen. So, das heißt also durch diese Zentrifugalfunktion wird das Gras dann immer wieder hochgesaugt und er fährt weiter und irgendwann bleibt es mal liegen. Genau. Okay, verstanden. Der wird wahrscheinlich unten jetzt ein bisschen dreckig ab und zu mal. Muss man ab und zu sauber machen, oder? Ja, das hört man, wenn man ihn sauber machen muss. Ich sag mal, einmal im Jahr sollte man es auf jeden Fall machen. Einmal im Jahr? Sollten wir es machen. Ansonsten halt regelmäßig bei uns in der Wartung machen wir das automatisch mit. Was halt zum Beispiel sein kann, ist, dass er lauter wird. Dann liegt das daran, dass diese Auswürfe einfach mit Gras zu sind. Dann kann man einmal mit der Bürste drüber gehen und fertig. So, ich kenne das nur, so winzige Messer habe ich teilweise gesehen bei vielen. Wenn da mal irgendwas dran ist, die können relativ schnell kaputt gehen. Das hier sieht ja sehr robust aus, oder? Ja, das ist absolut robust und bruchsicher. Hier kann nichts passieren. Ja, also kann nichts im Rasen liegen bleiben, was dementsprechend eine Gefahr darstellt. Tiere, ist das ein Problem? Die haben einen Hund? Ja, immer. Wir müssen immer bedenken, dass es ein automatischer Mähroboter zwar ist, aber er sollte immer unter Aufsicht geführt werden und gefahren werden. Wobei Tiere in der Regel kurz davor immer abschrecken und weggehen. Ja? Also ganz kleine Mäuse würde ich jetzt nicht da reinlaufen lassen? Nee, würde ich auch nicht. Das ist ja schön. Aber so, sag mal, ein Hund. Katzen, gehen die da irgendwie ab auf das Ding, oder? Eher weniger. Also es ist ja uninteressant für Katzen, mehr für Hunde. Und Hunde sind eher dazu geneigt, auch mal gerade größere Hunde, das Gerät mal umzuwerfen. Das ist aber auch kein Problem. Dann stoppt sofort das Messer und er braucht eine manuelle Freigabe wieder. So, es gibt einen Diebstahlschutz. Hier ist kein Code im Moment drin. Aber man kann es schützen, dass, wenn man es klaut, man erstmal nichts damit machen kann. Genau, wir können das im Prinzip sperren jederzeit. Ja, das Gerät hat einen PIN. Wenn man den mehrmals falsch eingibt, muss man sowieso wieder frei machen. Zudem ist es so, wenn ich das Gerät aus seiner Schleife rausnehme, also aus seinem Heimbereich, hat er halt einfach die Information nochmal, dass er den Heimbereich verlassen hat und dann ist er ohne Funktion erstmal. Und so, dann stell den mal rein. Starte ihn noch nicht. Wir müssen ein bisschen drüber reden, wie das Ganze funktioniert. Das ist jetzt ein relativ kleines Grundstück. Ungefähr die Quadratmeter hier, was haben wir? 50? 50 etwa. So, 50 Quadratmeter. Der kann jetzt, wie viel kann er? Bis 800 kann er. Das ist bis das 800? Kleinste Modell und kann bis 800. So, wie funktioniert das Ganze? Der muss ja wissen, wie er fahren soll. Was hast du gemacht bei der Installation? Also wir haben eine Schleife praktisch gelegt. Hier sieht man sie noch. Ja, hier ist ein Kabel, ja. Das geht einmal im Prinzip mit einem gewissen Abstand um das ganze Grundstück, wird dann wieder zurückgeführt in die Dogging-Station und dann ist das Kabel sozusagen verbunden und sein Bereich ist abgesteckt und in diesem Bereich bewegt er sich. So, war das Aufwand ungefähr, die Installation? 2-3 Stunden. Ja. 2-3 Stunden. Du kennst dich ja aus. Kann man das selber legen, das Kabel? Das kann man selber legen, wenn man verschiedene Punkte beachtet, ja. So, das heißt also auch da, ich meine, wir können ja mal drüber reden, was ist zu beachten, weil es gibt viele Leute, die haben gar keinen Bock, das selber zu legen. Ihr habt einen Service, ihr macht das. Aber wenn ich jetzt, sag mal, Handwerker bin, versiert, steht das auch im Handbuch drin, was zu beachten ist? Ja, es ist alles im Prinzip Schritt für Schritt erklärt. Ja, aber selbst wenn man sagt, man macht es selber und kommt irgendwo nicht weiter, sind wir natürlich jederzeit mit Rat und Tat zur Stelle. Echt? Ja.
Boah, bist du fair. Das heißt, also ich kann es erstmal probieren, komme ich nicht hin, könnt ihr anrufen. So, ihr macht das Stundenabrechnung üblicherweise, wenn ich so ein Ding habe, du kommst immer erstmal vorbei, wenn einer sagt, ich will das gerne haben, denn es ist ein bisschen was zu beachten. Hier sieht man, hier sind kleine Bäume, die haben kein Totholz. Ich habe 3 Eichen. Du weißt, was die abwerfen im Herbst, ja? Da kommt dauernd Totholz runter, das sollte ich regelmäßig aufsammeln, oder? Genau, das muss also weggenommen werden, einfach damit er da nicht stecken bleibt oder das Holz halt eben anschneidet, weil dann wird das Messer mit der Zeit stumpf und es ist weder gut fürs Holz noch für den Rasenmäher. So, wenn jetzt irgendwo dagegen läuft, der stoppt automatisch, der kennt Hindernisse? Ja, also hier kann er nirgends dagegen fahren, weil halt wie gesagt ein Kabel drumherum ist. Ja, aber wenn jetzt irgendwas hier drin sein, zum Beispiel, was weiß ich, da ist ein Kinderwagen, der stehen geblieben ist oder so, ja, dann wird er erkennen. Dann würde er erkennen, dann bleibt er stehen und geht immer in die gegengesetzte Richtung weg. Das sieht man auch schön an der Haube, weil die ist komplett flexibel. Ah, okay. Das heißt, ich habe hier im Prinzip meine Tragegriffe. Das Gerät hat jetzt hier 9 Kilo. Ja, und die Haube ist komplett flexibel, also die ist nirgends fix. Und sobald ich halt irgendwo anstoße, merkt er diesen Kontakt und dreht sich rum und geht in die andere Richtung weg. Das ist ein Schalter. Also wenn da auch jetzt ein Kind dagegen läuft, passiert erstmal gar nichts, oder? Passiert gar nichts, ne. So, also das ist schon mal sicher. Ist er laut? Nee. Nee, im Verhältnis zum Rasenmäher, nee. So, und das werden wir gleich mal hören. Der kann nicht sagen, von wann bis wann der mäht. Zum Beispiel sagen, zum Beispiel nur nachts oder nachts nicht. Ja, das kann ich natürlich einstellen, nachts sowieso nicht, ja, aber das kann ich natürlich einstellen und zwar in Form von Aktivzeiten. Die stelle ich einmal an und dann macht er das die ganze Woche über. Und wie läuft das über Display oder? Genau, wir haben hier ein Display. Er geht halt immer in den Energiesparmodus zuerst, dann muss ich ihn daraus erwecken. Dann habe ich ein Display, was ich variabel einstellen kann. Hier zeigt er zum Beispiel einen Überschlag. Das ist, weil wir gerade nach dem Messer geschaut haben und wir ihn praktisch überschlagen haben, auf die Seite gelegt haben, weil er hat Neigungssensoren drin, die das wiederum dann auch darstellen. Das heißt, auch hier, jeder Schritt muss ich dann manuell freigeben aus Sicherheitsgründen. Okay, das heißt, angenommen, der würde jetzt runterfallen irgendwo, kann ja theoretisch passieren, was weiß ich, irgendwas, was er nicht darf, dann geht er erstmal aus, dann muss ich ihn reaktivieren. Natürlich, ja. Okay. Hätten wir hier jetzt noch einen PIN vergeben, wäre der PIN zuerst. So, das heißt, du sagst, es ist okay. Ist das Ding wieder bereit? So, hier steht auch, ob die Automatik ein- oder ausgeschaltet ist. Die ist an. Die ist an, okay. Dann gehe ich jetzt weiter auf den Mähplan. Hier sehe ich jetzt die Aktivzeiten. Die Aktivzeiten sind immer die Zeiten, in denen er lädt und mäht. Okay. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, habe ich jetzt heute eine Aktivzeit von 11:30 Uhr bis 13 Uhr. Das ist halt seine Zeit. Die kann ich natürlich jederzeit ändern und mehrere Zeiten am Tag vergeben. So, jetzt ist hier die Ladestation. Wie weiß der, dass er genau da hinfahren soll? Durch das Kabel. Das Kabel ist dementsprechend verlegt. Also er fährt über das Kabel wieder zurück in die Ladestation und lädt dort dementsprechend. Also es funktioniert. Ja. Sehr schön. Also ich gleich mal testen. Da vorne ist hier noch 1 bis 8. Was kann das Rädchen? Genau. Das ist die Höhenverstellung. Die ist immer manuell. Das heißt, wenn ich dran drehe, verstelle ich die Höhe. Dadurch verstellt sich auch nicht nur das Messer, sondern die gesamte Mitnehmerscheibe, auch der Auswurf, damit ich praktisch hier unten nirgends die Chance habe, dran zu stoßen. Okay, ja. Das heißt, das ist auch safe. Jetzt das Rasenbild, der ist jetzt 3 Jahre alt. Das ist unglaublich dicht. Das ist, glaube ich, auch dem entsprechenden Mähroboter zu verdanken, dass der das kann. Ja, durch die ständige Mulchfunktion und das ständige Mähen, ja, sieht man einfach ein besseres Rasenbild mit der Wenn du Zeit. gerade mit der Hand so ein bisschen fährst, wie dicht der ist, das ist unglaublich. Das ist wie Samt, ist der mittlerweile. Der fährt ja jeden Tag, oder? Der fährt jeden Tag, wenn man das wünscht und möchte. Ja. Er sollte halt schon 5 Tage die Woche fahren, ja, einfach um kontinuierlich den Rasen zu mähen. Verstanden. Wenn der Rasen jetzt nicht so schön ist wie der hier, das hier war ja jetzt ein Rollrasen, der montiert worden ist, am Anfang sollte man den mit dem normalen Rasenmäher, glaube ich, erstmal platt machen, oder? Ja, Das heißt, wenn er sehr hoch ist. Ja, also Sie müssen zuerst mal auf eine gewisse Höhe kriegen, damit er fahren kann. Ab 10 cm wird es halt schwierig für ihn, ja, weil er einfach dann zu viel Widerstand hat und dann fährt er praktisch dann nicht mehr. Ne? Also zuerst mal runterschneiden auf eine optimale Höhe, so 5-6 cm, ja, ist eigentlich immer optimal. So, jetzt geht es hier so ganz leicht rauf und runter, aber es gibt da auch Grenzen. Da habt ihr andere, ich sag mal Rasenmäher, die können dann noch mehr Steigung, der kann aber schon ein bisschen was, oder? Ja, der kann bis 35 Grad, also da haben wir schon eine ordentliche Steigung. Ja. Das ist, verhältnismäßig ist das also schon wirklich nicht gering, ja, und geht halt bis 45 hoch.
So, wenn ich jetzt diverse Rasenfläche hätte, das heißt, ich habe jetzt die hier, dann hätte ich noch eine andere, kann ich den bewegen von A nach B? Gibt es da die Möglichkeit, 2 Ladestationen zu installieren? Ja, also wenn ich zum Beispiel hinterm Haus und vor dem Haus einen Bereich habe, kann ich das natürlich machen. Dann brauche ich eine zweite Doggingstation und dann kann ich ihn im Prinzip von dem einen Stück zum anderen tragen. Und dann fährt er da auch, ja. Toll. So, jetzt habe ich keine Fragen mehr. Preis, so um die, ich glaube, 1200 € kostet er. Genau, mit Kit, wenn man es selber macht, liegt man bei 1200 € etwa. 1200 €. So, wenn ihr den installiert, was sind so typische Werte bei so einem kleinen Rasen, so 400, 500 €? Ja, oder weniger. Oder weniger. Ja. So, und das heißt, ihr installiert auf der ganzen Welt, oder? Wir sind halt hier im Umkreis tätig, ja, desto weiter weg. Saarland. Saarland, ja. Wir sind Saarland. im Saarland tätig. Saarland, Frankreich auch schon mal? Frankreich, Luxemburg auch, ja. Auch schon Richtung Pfalz. Okay. Ja. Das heißt, ihr fahrt auch außerhalb vom Saarland mal? Ja, sicher. Ins Ausland? Ja. Gott. Ich sehe schon, das war mit Schmunzeln. Also, ich fasse mal zusammen. Das Messer kann ich selber wechseln. Ist da was zu schleifen, zu schärfen bei dem Messer? Nein, in dem Fall ist der Austausch erforderlich. Ja, nach ungefähr 200 Stunden das Gerät zeigt das auch an. Ja, und da wird das Messer einfach getauscht. So, der ist süß. Wir haben unseren zweiten Film gemacht. Können wir auf die Webseite von Stihl gehen. Wir machen diesen Film für Aquasar Saarlouis. Das ist der Stihl RMI 422. Der ist schon wie viele Jahre jetzt im Einsatz hier? 2,5, 3 Jahre. 2,5 Jahre. Das ist die erste Batterie, oder? Natürlich, ja. Also der Akku hält 7 bis 10 Jahre mindestens. Und wir haben hier einen Lithium-Ionen-Akku, der dementsprechend ausgelegt ist für bis zu 800 Quadratmeter. Und ja, und Vorteil auch bei Stihl ist auch, selbst wenn mal was ist, wo ich einen Defekt hätte, kann ich jede Komponente einzeln tauschen und kann ihn auch weiter über viele, viele Jahre weiter nutzen. Das ist original Stihl. Das ist nicht so, dass die ihren Namen hergegeben haben. Irgendeiner in China baut das Ding unter fremdem Label, sondern das ist wirklich Stihlqualität, wie man die kennt von Kettensägen und so. Ja, genau, das ist wirklich Stihl. Ja. So, mach mal an. Was ist zu tun? So, wir machen jetzt eins, wir starten ihn jetzt manuell. Normalerweise fährt er automatisch. Genau, normal fährt er automatisch nach seinem Mähplan, den wir eben gesehen haben. Aber in dem Fall sagen wir ihm, er soll jetzt halt noch zusätzlich mähen. Das ist natürlich jederzeit möglich. Ich kann neben dem zusätzlichen Mähen auch noch zusätzlich Randmähen machen, wenn ich das möchte. Aber in dem Fall gehen wir jetzt hin. Er ist halt sehr energiesparend. Ne? So, jetzt schauen wir gerade, Befehle. Gut, er steht nicht in der Doggingstation. Wir stellen ihn zuerst mal gerade in die Doggingstation. Ist der Stromverbrauch, ist das schlimm oder hält sich das in Grenzen? Also das ist ganz gering, das merken Sie in der Regel nicht. Ja, das ist ja heute, Strompreise sind ja teuer, aber ich sag mal, da ist jetzt kein Riesenmotor drin. Gut, das Ding ist auch nicht so groß. Ja, er ist angepasst auf die Leistung dementsprechend, aber vergleichbar ist das so, als würde ich mal einmal die Woche lange Haare föhnen. So, jetzt ist ja hier ein Stromkabel gelegt worden. Das macht jetzt normalerweise Elektriker oder darf das ein Verlängerungskabel sein? Ne, das machen wir. Das ist ein 12 Meter langes Außenkabel mit einem normalen Stecker dran, der einfach halt in die Steckdose gesteckt wird und fertig. FI am besten davor, oder? Natürlich. So, mach mal. Er startet ihn. Er ist natürlich hier Fachmann. Üblicherweise auch mit Code. Hier haben wir jetzt mal zu Drehzwecken mal keinen Code reingemacht und er wird wahrscheinlich jetzt gleich loslegen. Du hast die Klappe zugemacht, das ist so der Start? Genau, also mit Klappe offen geht es nicht, muss immer zu sein. Er hat halt sehr viele Sicherungsfunktionen, das ist eine davon. So, jetzt fährt er zuerst ein Stück weg und erst kurz danach startet er. Er pfeift dann 3-mal und dann beginnt das Mähen. Der ist an gerade? Der ist jetzt an, ja. Der ist unter voller Leistung jetzt an. Boah, ist er leise. Ja. So, und jetzt ist da vorne, da ist das Kabel irgendwo vergraben. Irgendwo im Boden ist das Kabel vergraben und da kommt er jetzt auf seinen Widerstand und dann stopft er und dann geht er halt in eine willkürliche Richtung weg. Das hat den Vorteil, weil das Gerät ja an sich 9 Kilo hat, ist diese chaotische Fahrweise halt von Vorteil, weil sonst sieht man die Rasenabdrücke und dann wird man dauerhaft solche Linien sehen, wo die Räder gefahren sind. Wie beim Fußball. Wie beim Fußball. Das will man ja nicht. Das heißt, chaotisch bedeutet komplett willkürlich fährt er von A nach B und überfährt dann auch irgendwelche Kanten permanent. Das Rasenbild wird so gleichmäßig. Gleichmäßig, deutlich besser, durch die regelmäßige Schneiden der Spitzen halt auch gemulcht. Was schön ist, hier vorne sieht man das Kabel ein bisschen. Guck mal, hier vorne ist es. Das ist das Kabel, oder? Das ist das Kabel, genau, weil überall da, wo kein Rasen ist, kann das Kabel nicht verwachsen, weil das kennt man von den Rasenkanten, die man regelmäßig abstecken muss. Der Rasen wächst an sich und verwächst praktisch das Kabel ins Erdreich, da wo Rasen ist. Das heißt aber, ich muss das nicht einbuddeln, sondern das heißt, wenn ich selber mache, gibt es so wahrscheinlich Haken, die schlage ich mit rein oder wie? Genau, solche Fixierhaken, die sollte man in regelmäßigen Abständen einschlagen.
Ja? Es kommt halt auch immer drauf an, habe ich einen starken Übergang. Gerade bei der Neuinstallation macht man zum Beispiel Übergang zur Terrasse mehr Haken rein und woanders da vielleicht weniger, weil ich da mich weniger aufhalte. Und je nach Wuchszeit ist das Kabel in 6 bis 8 Wochen verwachsen. Boah, ist der leise. Das heißt, das geht auch sonntags. Da ist kein Nachbar, den ich störe, nix. Ja, sonntags ist halt immer Zeit und ab 22 Uhr, das dürfen wir natürlich nicht einstellen, ja, Ja, du darfst das nicht, aber Ich darf das nicht. Der Besitzer kann das machen. Natürlich, ja. So, es kann ja sein, ich habe keinen Nachbarn, dann kann der mähen, solange wie er will. Aber jetzt mal ehrlich, das ist ja nur ein ganz leises Summen. Ich muss mal mit dem Mikro ganz rangehen, damit man überhaupt irgendwas hört. So, und wenn man jetzt weggeht, sieht man also, es ist ultra leise. Sind jetzt die großen etwas lauter? Nein, also die sind alle gleich. Da ist nichts vom großer Unterschied dann in dem Moment. Ne? Sehr schön. Ja, die meisten haben ja schon davon gehört, sehen das vielleicht beim Nachbarn, denken, das ist irre teuer, gerade wenn es so ein Stiel ist. Aber die gehen los bei, wie gesagt hast, ungefähr 1200 Euro brutto inklusive Steuer. Viele Firmen kaufen sich ja die Dinger, weil sie unglaublich easy sind und Manpower kostet ja Geld. Außerdem, ich sag mal, jeden Tag mähen, das macht doch kein Mensch. Die meisten mähen ja einmal die Woche oder so. Genau, das ist mit auch ein Grund, ja, einfach um mehr Zeit sich selbst zu generieren. Ja? Aber ich garantiere, dass die erste Zeit, wenn ein Mähroboter installiert ist, man die Zeit nutzt, um ihn zuzuschauen. So, das ist entspannt, oder? Das ist entspannt, ja. Warte, ich mache jetzt mal gleich eins. Ich simuliere jetzt mal meinen Hund. Ich habe gesehen in Videos, da fahren auch Haustiere mit oben drauf. Das geht eigentlich nicht, oder? Nee, eigentlich nicht, nein. So, der würde dann stoppen, der würde sagen, hier ist was Komisches. Ja. Dafür ist auch ganz oben drauf, das ist die wichtigste Funktion, das ist nämlich die Stopptaste, weil egal was ich mache, der rote Knopf, egal was ich mache, bevor ich was mache, immer die Stopptaste drücken. So, das heißt, wenn du den jetzt auch in die Hand nehmen würdest, da käme jetzt, sag mal, jetzt ein neugieriges Kind. Das heißt, wenn ich jetzt hier den, fährt in die entgegengesetzte Richtung. Ja. Fein. Und wenn du ihn jetzt hochhebst, was passiert? Dann geht er aus. Mach mal. Ich kann ihn auch zum Beispiel umwerfen. Ja, Wenn ich ihn umwerfe, geht er sofort aus. Cool. Wir sehen auch gerade hier, er hat 2 große Lenkräder vorne. Ja, die lassen sich komplett drehen. Ist auch wegen dem Gleichgewicht sehr, sehr gut. Ja, also er kann nicht kippen, ja, oder mal auf der einen Seite mehr abschneiden wie auf der anderen, sondern wir haben kontinuierlich immer das Gleiche. Sehr schön. Wenn ich sowas haben will, wir drehen gerade Ende Juni 22. Habt ihr überhaupt noch Zeit? Gibt es auch Mähroboter noch im Moment genug? Ja, also wir haben zumindest noch welche. Ja, und Zeit 4 bis 6 Wochen, bis die Installation erfolgen kann. So ist das. Michael, sag mal deinen vollen Namen. Michael Kulling. Michael Kulling von der Firma Aquasan Saarlouis. Du bist der Stiel-Spezialist. Ihr habt natürlich noch mehrere Spezialisten, aber du kümmerst dich hauptsächlich um das Thema elektrische Gartengeräte. Aquasar ist in Saarlouis neben Globus. Einfach mal googeln, aqua-saar.de. Die Geräte könnt ihr übrigens auch im Shop bestellen. Ihr habt nämlich alles von Stiel, was einen Akku hat. Und die Leute kommen auf den Geschmack, oder? Mit der Zeit. Mit Sicherheit, ja. Ja, das heißt also auch da mal eine Baumschere. Ich habe gesehen, ihr habt ganz große Sägen sogar, mit dem ich hier zum Beispiel diesen Baum hier umsägen könnte. Problemlos, ja. Problemlos. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Hier sind wir von der Firma Stiel. Wenn du gerade nochmal umdrehst, dann mache ich die Abmoderation. Das ist der kleinste übrigens, namens RMI 422. Danke. Tschüss. Tschüss.